Auch. Ich muss gleich am Anfang sagen, ich liebe Knoblauch, wirklich leidenschaftlich. Viele sagen ja, der Geruch sei zu stark, aber ich finde ihn eher aromatisch, also voller Geschmack. Neulich habe ich eine Studie gelesen und darin stand, dass Knoblauch das Immunsystem stärkt, also die Abwehrkräfte des Körpers. Das fand ich spannend, weil ich im Winter wirklich weniger krank werde. Weißt du, diese Studie hat auch etwas von Allicin erwähnt. Das ist ein Wirkstoff, also eine chemische Substanz, die im Knoblauch steckt. Dieser Wirkstoff soll angeblich sogar Bakterien bekämpfen. Ich meine, wie kann man etwas nicht mögen, das so gesund ist? Natürlich, der Atem ist ein Thema. Aber, ehrlich gesagt, für guten Geschmack nehme ich das in Kauf. Und außerdem sagen manche, man könne den Geruch mit Milch reduzieren. Das bedeutet, den starken Duft schwächer machen. Lustig finde ich auch, dass die Studie erwähnt hat, Knoblauch wirke entzündungshemmend. Also er reduziert Entzündungen im Körper. Und wenn ich koche, ist Knoblauch wirklich immer dabei. Selbst in Salaten benutze ich manchmal frischen Knoblauch, nur ganz wenig, also eine kleine Menge. Aber weißt du was? Es gibt auch kulturelle Aberglauben, also alte, nicht wissenschaftliche Vorstellungen, zum Beispiel, dass Knoblauch Vampire fernhält, natürlich nur symbolisch, also nicht wörtlich gemeint. Manche glauben sogar, Knoblauch könne negative Energie vertreiben. In einigen Ländern hängt man Knoblauch über die Tür, um sich zu schützen. Ich persönlich mache das nicht, aber interessant finde ich es trotzdem. Und ehrlich gesagt, manche Menschen glauben heute noch daran. Für mich ist Knoblauch aber vor allem ein Gewürz, das meinem Essen Leben gibt. Wie sieht es bei dir aus? Magst du ihn? Ich mag Knoblauch, aber nicht so extrem wie du. Für mich ist das größte Problem der Geruch. Manchmal wirklich penetrant, also so stark, dass man ihn kaum ignorieren kann. Aber wenn Knoblauch leicht angebraten ist, hat er ein wunderbares Aroma. Und ja, ich kenne auch die Studie, von der du erzählt hast. Da stand, dass regelmäßiger Knoblauchkonsum das Risiko für Herzprobleme senkt. Risiko bedeutet einfach die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passieren kann. Das klingt natürlich positiv, aber ich bekomme manchmal Bauchschmerzen, wenn ich zu viel Knoblauch esse. Ich glaube, ich vertrage ihn nicht so gut roh, also ungekocht. Gekocht ist er für mich aber sehr angenehm mild, also weich im Geschmack. Die Aberglauben finde ich aber richtig spannend. Zum Beispiel sagt man in Italien, Knoblauch schützt vor Neid. Und in Rumänien soll er böse Geister vertreiben. Ich frage mich, warum gerade Knoblauch so viele Mythen hat. Vielleicht wegen seines starken Geruchs? Außerdem habe ich gelesen, dass Knoblauch die Darmflora beeinflusst, also die guten Bakterien im Bauch. Das soll gut für die Verdauung sein. Wenn das stimmt, sollte ich Knoblauch vielleicht wie Medizin betrachten. Vielleicht esse ich demnächst kleinere Mengen, damit ich ihn besser vertrage. Und wer weiß, vielleicht werde ich auch irgendwann ein Knoblauch-Fan wie du. Weißt du, während wir gerade über Knoblauch sprechen, fällt mir ein, dass viele Küchen weltweit gar nicht ohne Knoblauch funktionieren würden. Die italienische Küche zum Beispiel wäre ohne Knoblauch fast nicht wiederzuerkennen. Aber auch in der asiatischen Küche spielt Knoblauch eine große Rolle, besonders in China und Korea. Dort gibt es sogar Studien, die zeigen, dass Menschen, die regelmäßig Knoblauch essen, weniger Probleme mit Erkältungen haben. Erkältung bedeutet einfach eine leichte Krankheit mit Schnupfen und Husten. Und was ich besonders interessant fand: In Japan glaubt man, dass Knoblauchkraft, also Energie, fördern kann. Manche essen sogar rohen Knoblauch vor Prüfungen, weil sie denken, er macht den Kopf klarer. Ich finde es faszinierend, wie unterschiedlich Kulturen Knoblauch sehen. Für die einen ist es nur ein Gewürz, für die anderen eine Art Talisman, also ein Glücksbringer. Aber, egal ob Mythos oder Wissenschaft, Knoblauch hat einfach etwas Besonderes. Neulich habe ich sogar eine Doku gesehen, in der Forscher erklärten, dass Knoblauch antioxidativ wirkt. Antioxidativ bedeutet, dass etwas die Zellen im Körper schützt. Das klingt doch ziemlich beeindruckend für etwas, das so klein und unscheinbar aussieht. Und ganz ehrlich, je mehr ich darüber lese, desto mehr merke ich, wie unterschätzt Knoblauch ist.
Viele Menschen denken nur an den Geruch, aber nicht an die Vorteile. Aber gut, manche sind da einfach empfindlicher. Du meintest ja vorhin, dass du Bauchschmerzen bekommst. Das zeigt, wie unterschiedlich jeder Körper reagiert. Ich kenne Leute, die Knoblauch nur vertragen, wenn er lange gekocht wird. Andere essen ihn roh ohne Probleme. Trotzdem bleibe ich überzeugt. Knoblauch ist ein Superstar der Küche und der Gesundheit. Du hast recht, Knoblauch wird wirklich überall anders behandelt und das finde ich total spannend. Besonders dieses Wort, das du erwähnt hast, Talisman, finde ich interessant. Viele Menschen benutzen Lebensmittel nicht nur zum Essen, sondern auch symbolisch, also als Zeichen für Schutz oder Glück. Und Knoblauch gehört eindeutig zu den Lebensmitteln mit der stärksten Symbolkraft. Ich habe einmal gelesen, dass im Mittelalter Knoblauch sogar als Medizin gegen die Pest ausprobiert wurde. Pest war eine sehr gefährliche Krankheit, die viele Menschen getötet hat. Natürlich hat Knoblauch das nicht wirklich heilen können, aber die Menschen wollten einfach Hoffnung haben. Und Hoffnung ist ja manchmal genauso wichtig wie Medizin. Was mich auch fasziniert, Knoblauch war früher sogar Zahlungsmittel in manchen Regionen. Er wurde so wertgeschätzt, dass Menschen ihn wie Geld benutzt haben. Heute klingen solche Geschichten verrückt, aber damals war das ganz normal. Auch moderne Studien sagen ja, dass Knoblauch den Blutdruck senken kann. Blutdruck ist einfach der Druck, mit dem das Blut durch den Körper gepumpt wird. Wenn der zu hoch ist, kann das gefährlich sein, zum Beispiel für das Herz. Deswegen empfehlen manche Ärzte sogar Knoblauchkapseln, also Nahrungsergänzungsmittel. Ich finde es interessant, dass ein uraltes Lebensmittel plötzlich wie eine moderne Medizin wirkt. Trotzdem habe ich immer noch Respekt vor rohem Knoblauch. Mein Bauch reagiert da empfindlich. Vielleicht sollte ich mir angewöhnen, kleinere Mengen zu essen, so wie du gesagt hast. Und vielleicht probiere ich mal schwarzen Knoblauch aus. Der soll ja milder sein. Aber trotz allem, Knoblauch bleibt ein Thema, das man lieben oder hassen kann, je nachdem, wie man ihn verträgt. Bevor wir Schluss machen, möchte ich noch einmal alle wichtigen Wörter erklären, damit alles verständlich bleibt. Wir haben über aromatisch gesprochen, was einfach bedeutet, dass etwas einen angenehmen, intensiven Geschmack oder Duft hat. Dann kam Allicin, der Wirkstoff im Knoblauch, der viele gesundheitliche Vorteile haben soll. Entzündungshemmend heißt, dass etwas Entzündungen im Körper reduziert. Aberglauben sind alte Vorstellungen oder Mythen, die nicht wissenschaftlich bewiesen sind. Das Wort penetrant beschreibt einen extrem starken, aufdringlichen Geruch. Risiko bedeutet die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Schlechtes passieren kann. Mild beschreibt einen sanften Geschmack, nicht stark und nicht scharf. Dann hatten wir Darmflora, also die guten Bakterien im Bauch, die für die Verdauung wichtig sind. Symbolisch bedeutet, dass etwas nicht wörtlich gemeint ist, sondern eine Bedeutung trägt. Erkältung ist eine leichte Krankheit mit Symptomen wie Husten und Schnupfen. Ein Talisman ist ein Gegenstand, der Glück bringen oder schützen soll. Antioxidativ bedeutet, dass ein Stoff die Zellen schützt, indem er schädliche Stoffe neutralisiert.